Dieses Video ist möglich durch die Unterstützung vom Taschengeld-Dieb. Für deinen nächsten Einkauf nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung und wenn du dabei noch sparen willst, dann unterstütze uns gern als Patreon oder Kanalmitglied. Junge! Hier ist aber was los. Aber herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Heute spielen wir Altar of the Dead Gods. viel Spaß. Ja, Mensch, da sind wir wieder. da sind wir wieder und wir haben was im Gepäck. Genau, wir spielen heute mal ein Brettspiel-Hybrid, würde ich sagen. Also Ja. ein Tabletop-System mit Feldern. Ich Ja. bin ja ein großer Freund davon geworden. Ja, Und zwar von P-Work Wargames, die vor allen Dingen durch Matten bekannt geworden sind, zumindest hierzulande. tatsächlich. Wir benutzen gern Matten von denen. Ja, die sind nämlich sehr gut von der Qualität. Und die haben jetzt ein Spiel rausgebracht. Richtig, die haben uns nämlich angeschrieben und haben gefragt, hey, wollt ihr nicht das mal testen? Und dann, als ich nur gelesen habe, Cthulhu, Lovecraft, dachte ich so, oh, Verkauft. das könnte was für uns sein. Da wir ja gerne mal in diesem Genre unterwegs sind, dachte ich, ja klar, schickt uns doch gerne mal was zu, damit wir das mal testen können. Das haben sie dann auch gemacht mit UPS Express und keine Ahnung. Volles Programm. Leider kam dann eine italienische Ausgabe hier Ja. an. Und dann haben wir gesagt, Donde está la biblioteca, wie man das in Italien ja so sagen würde. Natürlich. Und haben gesagt, habt ihr nicht auch irgendwas Englisches? Und zack, 2 Tage später mit Super DHL Express oder UPS Express kam dann noch die englische Ausgabe. Ja, Ja, dann haben wir mal reingeschaut, dann haben sie uns Gelände mitgeliefert. das Weil ist MDF. MDF, ja. Das sind so, ich sag mal, so ganz solide MDF-Ruinenteile. Ja. Die kann man für alles benutzen. Ich stelle mir das auch gut für D&D und Rollenspielrunden vor. Ja. Aber für dieses Spielsystem ist es halt ganz cool, weil du hast ganz viele verschiedene Sachen. Ja. Die sind jetzt nicht so abgefahren. Wir reden jetzt nicht von Warcry-Gelände, sondern das ist ein bisschen bodenständiger. Aber du hast es bemalt. Ne? Es gibt so 2 Ritualkreise und so ein Altar und halt ganz viele von diesen Mauerstücken, auch verschieden, auch mit so Bögen dran. Genau, 3 Felder, ein Feld, mehrere Einfelder. Genau. Und daraus kann man eigentlich alles Mögliche basteln. Genau, mehr braucht es eigentlich auch nicht. Also man braucht jetzt keine anderen Geländeteile oder so, weil hier in dem Buch sind ein paar Szenarien drin. 5 oder 6, glaube ich. Genau. Ja. Und da steht dann genau drin, wie man dieses Gelände aufbauen muss. Denn es hat tatsächlich, also gut, die Mauern haben jetzt kein Bewandtnis, aber diese ganzen Schreine und Altar und so weiter, das hat tatsächlich auch Auswirkungen, weil die muss man sammeln. Genau, du sagst es. Also jede Mission hat eigene Sonderregeln. Es gibt immer andere Ziele. Wir werden gleich eine Demo-Mission spielen, und zwar die allererste aus dem Regelbuch, Genau. wo es darum geht, an einem Schrein Opfergaben darzubringen. Und das passt ja ziemlich gut dazu. Aber vielleicht, bevor wir zu tief einsteigen, wir haben schon gesagt, so Cthulhu-Setting, so halb Brettspiel, halb Tabletop. Worum geht's eigentlich? Ja, ich hätte mir natürlich auch ein bisschen was anderes erhofft, tatsächlich, weil wenn ich so höre, Cthulhu, Lovecraft, so Horrorgeschichten, denke ich immer natürlich sofort an Strange Aeons. Und das ist mit so, meiner Meinung nach, eines der besten Spielsysteme in dem Bereich. Und da haben wir natürlich, ja, wir haben es oft gespielt und dann vergleicht man natürlich und tatsächlich ist es was komplett anderes. Denn wir haben hier nicht so dieses klassische Tabletop-System, wie man es kennt, wo man vielleicht auch gerade in so einem Skirmish-Genre denkt, okay, wir bauen hier unsere Banden auf, à la Mordheim und Co., die, keine Ahnung, Erfahrungspunkte sammeln und irgendwelche neue Fähigkeiten erlangen. Nein, es ist tatsächlich so ein klassisches Arena-Spiel, würde ich es fast nennen. Ganz ne? genau. Also wir haben hier so ein klassisches Arena-Spiel, wie du schon sagst, erinnert sehr an Warhammer Underworlds, für diejenigen, die es schon gekannt haben, ist aber natürlich nicht hier oben irgendwo mega abgefahren, sondern ist ganz bodenständig. Ganz wenige Aktionen, kein großer Tinnef, nicht 6 Milliarden Sonderregeln pro Modell, sondern 1 oder 2.
und dann haut man sich aufs Maul. Genau, wir haben auch nicht wirklich viele Fraktionen, also wir haben hier 2, 4, 6, 7 verschiedene Fraktionen. Wir haben halt in deren Fraktion nochmal so ein paar Helden und wir haben ein paar Minions quasi dazu. Und da ist es, wie du eben schon gesagt hast, 7 Miniaturen, muss es tatsächlich auch immer sein. Es müssen immer 7 Miniaturen sein. Für die 7 Todsünden wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es müssen 3 Helden sein und 4 Minions. Und so ist quasi jede Fraktion aufgebaut. Aber man hat natürlich in der Fraktion verschiedene Helden und verschiedene Minions. Also da hat man schon nochmal so ein bisschen Variationsmöglichkeiten. Es ist auch ganz schön schwer zu sagen, in welcher Zeit genau das spielt. Ja, es gibt zwar Schusswaffen, aber eigentlich gibt es nicht diese klassischen 30er-Jahre-Geschichten. Das heißt, es scheint irgendwo 17. bis 18. Jahrhundert zu sein, würde ich mal sagen. Guck mal, wenn du dieses Bild siehst. Weil das alles so genau Van Helsing-mäßig aufgemacht ist. Oder wie heißt das andere? Pakt der Wölfe? Pakt der Wölfe zum Beispiel. Ne? Also wir haben zwar hier die Jäger, die haben eine Schusswaffe mal dabei, aber sonst haben wir Vampire und Kultisten und Hexen. Ja. Und was haben wir noch? Genau, so Pilger von der Kirche und so eine dekadente Renaissance-Gesellschaft mehr oder weniger. Also eher in dem Stil, nicht 30er Jahre oder 20er Jahre. Noch eher. Genau, von daher sind wir hier dann doch schon relativ weit weg. Ich glaube, ich finde es aber ganz gut, dass man nicht versucht hat, mehr vom Gleichen zu machen, sondern dass man sagt, pass auf, das soll schon was Eigenständiges sein. Sondern dass man dem Ganzen halt irgendwie eine Seele gibt, eine eigene Identität. Das, was ich hier so ein bisschen vermisse, auf der einen Seite ist cool, sie bieten euch ein Spielfeld, sie bieten euch Gelände, sie geben euch das Regelwerk an die Hand, sie haben Marker noch dazu. Ja, so ganz viel MDF, ne? Also genau. Das ist auch wirklich dick, das sind 3 mm oder sowas. Ja. Jede Menge Marker, eigentlich alles, was man braucht. Wir haben, so viel können wir ja spoilern, bei unseren Testspielen jetzt niemals eine Situation gehabt, in der wir nicht genug Marker gehabt hätten. Genau. Zusätzlich gibt es dann noch die Fraktionsdecks quasi, also man kann dann sich die entsprechenden Karten noch besorgen, die kann man dann quasi vor sich hinlegen, dann kann man das auch noch besser markern. Aber was uns fehlt, sind Miniaturen. Stimmt, das Spiel ist nämlich miniaturenagnostisch, was ja heute total angesagt ist. Und während man natürlich in Zeiten von 3D-Druck relativ einfach sagen kann, druck dir, was du brauchst, hat das Spiel dadurch kein eigenes Gesicht. Ja. Weil wir haben zum Beispiel unsere Strange Aeons Miniaturen genommen und haben festgestellt, boah, irgendwie haben wir ganz schön viel aus den Weltkriegen hier und ganz schön wenig, was nicht aus den Weltkriegen ist. Das heißt, wir mussten gerade für die Kultisten, die Dämonen beschwören können, uns doch hart ins Zeug legen, irgendwas zu finden, was man dafür benutzen kann. Ja. Das ist einerseits gut, weil dadurch die Zugänglichkeit steigt. Andererseits wäre es aber echt schön, wenn man das irgendwie als Box, als Spiel kaufen könnte. Ne? Genau. Ich verstehe, dass man das nicht macht, weil man einfach sagt, okay, da müsste ich einen Figurenkneter haben oder was drucken lassen und dann dies und das und das. Und dass man als, ich sage jetzt mal despektierlich, als Mattenfirma da kein Interesse dran hat. Okay. Und es gibt auch durchaus Leute, die das mögen und ich habe nichts dagegen. Ja. Schade ist, dadurch hat es aber nur einfach keine Identität, keine eigene. Richtig. Weil man sagt, es sieht auf jedem Spieltisch unterschiedlich aus. Ja, genau. Das ist halt auch für den Einstieg so ein bisschen schwierig, ne? Weil wir wissen ja ganz genau, dass es auch viele Leute von euch da draußen, das ist jetzt nicht böse oder abwertend gemeint, aber ihr müsst quasi manchmal an die Hand genommen werden. Ne? Das haben wir ja bei einigen Spielsystemen schon öfters mal erlebt, ob das nun damals bei Battlegroup war, die einfach nur ein Regelbuch euch in die Hand geben und wie oft waren die Fragen damals, wo kriege ich denn die Modelle eigentlich her? Genau, und wie müssen die basiert sein? Genau, wie groß ist es wichtig, ob die rund oder eckig sind oder alles so Sachen, die man dadurch lösen kann, dass man sagt, okay, ich habe mir selber vorgestellt als Hersteller, diese Figuren so und so basiert, steht da übrigens nichts zu drin. Nee, gar nichts. Sondern einfach nur nimm, was halt irgendwie passt. Ja. Kein Zweifel, es gibt genug Modelle. Es gibt genug STLs, um sich was zu machen. Man könnte Super Mortime-Sachen nehmen, man kann Artisan-Sachen sehr gut nehmen. Foundry hat sicherlich auch das ein oder andere im Angebot. Man kann auch viele hier, ich sag mal jetzt Hasbro-Modelle oder sowas nehmen, so D&D-Sachen. Oder Brettspielminiaturen. Oder einfach Brettspielminiaturen. Das geht alles. Ja. Wir reden jetzt ja, das ist natürlich jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau, aber wir reden halt dafür, das Spiel hat kein eigenes Gesicht, dadurch, dass man halt das Spiel, das Einzige, was gleich aussehen wird, ist überall nur dieses Gelände und diese zugegebenermaßen sehr schöne Matte. Absolut. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt ins Spiel rein. Wir nehmen euch jetzt mal mit auf eine erste Mission. Wir schnuppern mal rein. Wir können vorab sagen, wir haben eine kleine Testrunde gespielt, um halt wirklich auch reinzukommen. Das heißt, wir werden das gleiche Szenario jetzt einfach nochmal spielen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Wir werden das jetzt auch nochmal auf Herz und Nieren einfach testen. Und dann würden wir uns nach diesem Spielbericht nochmal melden und unser Fazit dazu abgeben, würde ich sagen. Ne? Na dann, viel Spaß.
Wir sind in den Tempel eingedrungen und finden in einer großen Halle einen Altar, der sich in der Mitte befindet, und 2 Ritualkreise, die sich rechts und links davon befinden. An dem Altar können wir eine Opferung vornehmen, indem wir diese Marker hier einsammeln und auf den Altar bringen und dort mit einem unserer Helden die dunklen Mächte anrufen und schauen, was passiert. Und die beiden Ritualzirkel gelten als zusätzliche Siegpunkte, die man mit allen Modellen besetzen kann. Richtig. Am Ende einer jeden Runde erhält diejenige Seite pro Ritualzirkel einen Siegpunkt, die die meisten Modelle drauf hat. Ja, Bei dem Altar in der Mitte zählen nur Heldenmodelle. richtig. Die beiden Gruppen bauen auf, und zwar haben wir eine Aufstellungszone, die ersten 3 Felder hier ganz runter und dort genau dasselbe. Genau. Um festzustellen, wer anfängt, würfeln wir 2W6 und ich habe eine 6 insgesamt. Ich habe eine 7. Okay, das heißt, du suchst dir aus, ob du beginnen möchtest oder nicht. Ja, ich würde tatsächlich mal mein erstes Modell stellen. Und jetzt stellen wir abwechselnd Modelle in unseren Aufstellungszonen auf. Ich fange mal direkt an mit meinem Big Game Hunter. Okay, das ist dein Held, ne, der Anführer deiner Kriegerbande. Richtig. Der hat keine Fernkampfwaffe, so wie die meisten Modelle in dem Spiel keine Fernkampfwaffe haben. Ja. Ist aber sehr hart im Nehmen Ja. und hat auch die ein oder andere Sonderfähigkeit, zu der wir später noch kommen werden. Genau. Gut, ich beginne einfach mal einen meiner normalen Gefolgsleute aufzustellen. Ja. Ich werde einen Sharpshooter platzieren. Das ist ein Modell mit einer Schusswaffe tatsächlich. Genau, der kann was? 5 oder 6 Felder weit schießen, glaube ich sogar. Der Ne? Sharpshooter kann 5 Felder, ja. Oh, nicht schlecht. Okay, ich baue hier noch einen Minion auf. Die können wirklich tatsächlich fast gar nichts. Zusätzlich nehme ich einen Trapper. Der kann Fallen legen. Sehr gut. Und das werden wir auch gleich sehen, weil am Ende der Initiativphase, der ersten Initiativphase, kann er automatisch eine Falle schmeißen. Richtig. Und die Trapper sind bei mir tatsächlich auch Heroes. So, einen weiteren Sharpshooter auf diese Seite. So, okay. Ich habe hier Initiaten, das sind dann bessere Kultisten. Das sind auch Helden. Erkennbar daran, dass sie eine kleine Waffe tragen, aber Ja. die haben keine Fernkampfwaffen in diesem Ja. Spiel. Einen weiteren Trapper. Ich habe noch einen weiteren Minion, den ich aufstellen werde, und zwar hier hinten. Ja, und zum Schluss habe ich jetzt noch 2 Hunde. Ein Hund bekommt mein Big Game Hunter mit an die Seite. Okay. Dann stelle ich meinen zweiten Initiaten auf. Ja. Und alleine macht natürlich keinen Sinn. Also nehmen wir noch einen zweiten Hund mit in die Mitte. Okay. So, und weil der Akolyt immer das macht, also der Anrufer, der Chef der Kriegerbande, also der Beschwörer, der kann auch Dämonen beschwören, das werden wir gleich sehen. Der versteckt sich natürlich hinter seinen namenlosen Schergen, wie sich das gehört. Natürlich. Okay, jetzt kommen wir, die Aufstellung ist beendet. Ja. Jetzt kommen wir zur ersten Spielrunde und dafür würfeln wir eine Initiative aus. Hier vorne liegt es, Runde 1. Es gibt 4 Runden insgesamt. Genau. Und wir werden euch einfach mitnehmen und euch erklären, wie es funktioniert. Wir würfeln eine Initiative, 2W6. Ich habe eine 9. Ich habe eine 10. Oh. Das heißt, ich möchte gern, dass du beginnst. Okay, ich werde jetzt noch meine 2 Fallen platzieren, weil die Sonderregeln der Trapper, ich darf halt am Ende der ersten Initiativephase, darf ich halt 2 Fallen legen innerhalb 6 Felder. Genau. Wir rechnen hier in Felder. Dabei ist die Reichweite tatsächlich die Felder, also völlig egal, ob ich jetzt diagonal gehe oder nicht diagonal. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Wichtig ist bei jedem Modell nur die Ausrichtung. Das heißt, die 3 Felder hinter dem Modell sind der Rücken und natürlich die Felder, die sich dann ausbreiten. So ähnlich wie man das bei Pen-and-Paper-Rollenspielen kennt. Und alles davor ist der Sichtbereich. Genau. Okay, die Fallen sind ausgelegt. Ja. Wer da reinlatscht von meinen Leuten, Ja. wird eine Blutung erhalten und verkrüppelt werden. Ja. Und für dich sind diese Fallen ungefährlich. Genau. Gut, Initiative ist gewürfelt. Ja. Du darfst anfangen. Okay. Ich würde mit meinem Big Game Hunter als erste Aktion eine Bewegung machen. 1, 2, 3. Und als zweite Aktion ebenfalls eine Bewegung. Genau. Jedes Modell hat 2 Aktionen. Das Repertoire ist auch recht begrenzt. Es Ja. gibt eine Bewegungsaktion. Ich bewege mich entsprechend meiner Bewegungsreichweite. 3, 4, manchmal 5. Ja. Das kann ich einmal oder zweimal machen. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann angreifen. Entweder mit einer Fernkampfwaffe, so ich denn eine habe, aber die meisten haben tatsächlich keine. Nein. Oder halt, wenn ich
ein Feld angrenzend stehe. Auch das kann ich bis zu 2-mal machen. Das heißt, ich habe insgesamt 2 Aktionen und kann mir eine beliebige Kombination aussuchen. Genau. Darüber hinaus haben manche Modelle noch Sondereigenschaften und Sonderaktionen, die man nur einmal pro Runde ausführen kann, pro Runde und Modell. Das wäre eine Beschwörung durchführen, so einen Token aufsammeln, hier eine Opferung vornehmen. Bei mir ist es noch eine Falle platzieren. Genau, eine Falle platzieren. Meine Initiaten können die ganzen Schüler opfern, um Beschwörungspunkte zu generieren. So ganz normale Sachen halt. Ja. Viel mehr Optionen haben wir gar nicht. Nein. Und das ist schön, weil das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig komplex. Nein. Und deswegen legen wir einfach los. Ich möchte gerne meinen ersten Akolyten aktivieren. Achso, wir aktivieren immer abwechselnd. Ich möchte meinen Akolyten aktivieren. 1, 2, 3 mit der ersten Aktion. Und mit der zweiten Aktion möchte ich eine Sonderaktion durchführen. Ich möchte diesen Punkt hier einsammeln. Das gibt dir quasi den ersten. Und ich bekomme jetzt meinen ersten Siegpunkt. Den lege ich dann einfach mal hier hin. Als zweite Aktion würde ich mit dem Hund laufen. 1, 2, der lag hier, ne? 1, 2, 3, 4 und würde ebenfalls den Marker aufnehmen. Genau. Es gibt meines Wissens keine Regeln, dass Tiere das nicht können, von daher passiert das einfach. So, das wäre auch mein erster Siegpunkt. Genau. So, dann bin ich wieder dran mit der Aktivierung. Und ich möchte gerne mich hier weiter bewegen. 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Und ich stelle mich so hin. Ich bin aktiviert. Diese Marker kann man halt entweder an die Figuren anlegen oder auch auf die Karte der Figuren. Ja. Da wir aber beide Modelle haben, für die wir nur eine Karte haben, aber mehrere Modelle auf dem Spielfeld, machen wir es so und das ist für euch auch sichtbarer, wer aktiviert ist und wer nicht. Dann würde ich meinen Trapper aktivieren. 1, 2, 3 und würde eine weitere Falle platzieren. 1, 2, 3. In 3 Feldern. Ja, okay, komm ja. Genau, das heißt, der kann letztlich, wenn man ihm die Zeit geben würde, das ganze Ding da verminen oder hier so eine Sperre legen, vorausgesetzt, ich lasse ihn das tun. Ja. Okay, ich bin dran mit Aktivieren und ich möchte gerne hier den nächsten Minion aktivieren. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, auch der ist aktiviert. 1, 2, 3, oder 1, 3, 1, 2, 3, ja, das würde gehen, ne? Dann würde ich mal mit dem Sharpshooter 1, 2, 3 Felder laufen und würde dann einen Schuss abgeben. Genau, du hast eine Sichtlinie zu mir, weil keine Modelle im Weg stehen und weil keine Wände im Weg sind. Genau. Die Wände, ich ziehe immer eine Sichtlinie von der Mitte meines Feldes bis zur Mitte des gegnerischen Feldes. Wenn auch nur eine ganz kleine Ecke von so einem Wandfeld angekratzt ist, kann ich nicht sehen. Aber du schaust genau an dem Hund vorbei und genau an der Wand vorbei. Das heißt, du hast jetzt eine Anzahl Würfel, nämlich 2, glaube ich. 2, ja, genau. Und ich würfel mit meiner Verteidigung von einem Würfel daneben. So, ich habe eine 5 und eine 3. Genau, wir haben jetzt verschiedene Würfelergebnisse hier erzielt. Und wir müssen diese Würfel jetzt gegeneinander paaren. Ja. Da ich als Verteidiger dich sehe, kann ich meinen Würfel benutzen, um einen deiner zu stechen. Ja. Ich muss dann aber über deinen Wert kommen. Ist nicht der Fall. Das heißt, in dem Fall kann ich weder die 3 noch die 5 mit meiner 2 stechen. Hätte ich jetzt eine 4 gewürfelt zum Beispiel, ich will es nur mal als Beispiel hinlegen, könnte ich sagen, okay, ich suche diesen Würfel aus, um die hier zu stechen. Nur der kommt durch. Genau. Ist nicht der Fall. Das heißt, ich hatte eine 2 gewürfelt. Ich muss sie nur wiederfinden. So, ich hatte eine 2 gewürfelt. Damit schaffe ich nichts. 2 Würfel gehen durch. 2 Schaden. Und damit bekomme ich 2 Schadenspunkte. Genau. Und da das nur ein Akolyt ist, ist der tot? Ist der direkt tot. Das heißt, er kippt hier an Ort und Stelle um. Gibt dir keinen Siegpunkt, weil es kein Held ist. Mir aber einen Aufrufungspunkt. Weil letztlich, das sind die roten, also der rote Würfel hier. Letztlich lebt mein Kult davon, dass wir mit Menschenopfern arbeiten und dafür dann halt irgendwelche Unwesen beschwören. Okay. Gut, das war deine Aktivierung und wir sehen, Fernkampf ist schon okay. Ja. Kann man machen. Okay, ich habe jetzt noch einen Initiaten hier. Ich habe hier noch einen Initiaten und hier noch einen Minion und natürlich meinen Chef. Meinen Chef möchte ich gerne bis zum Ende aufbewahren,
weil ich am Ende der Runde erst weiß, wie viele Beschwörungspunkte ich habe und dann möchte ich gerne Dinge tun. Also, fangen wir an. Hier ist alles bewegt, hier kann mir nichts mehr passieren. Nein. Und auf das da hinten habe ich nicht so wahnsinnig viel Einfluss. Das heißt, ich kann mich hier relativ gut bewegen. 1, 2, 3 Felder. 1, 2, 3 Felder. 2 Aktivierungen. Der Minion ist aktiviert. Okay. Dann würde ich meinen Trapper aktivieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 2 Bewegungen. Genau. Und aktiviert. Genau, das bringt mich schon in eine Lage, in der ich genau weiß, am Ende der Runde bekommt er hier einen Siegpunkt und hier einen Siegpunkt und ich kann jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel dagegen tun, weil meine Leute nicht so wirklich schnell sind. Aber ich habe Initiaten noch, die sind 4 schnell. 1, 2, 3, 4. 1, 2, siehst du. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und ich gehe bewusst hier hin. Nee, ach, das ist nur ein Hund, ne? Das ist noch ein Hund. Dann bleibe ich mal hier vorne stehen. Ist das ein Held? So, das ist ein Held, ja. Okay. Ja, das heißt, nur Helden können den Altar streitig machen. Und damit bekommt aktuell erstmal keiner einen Siegpunkt für diese Geschichte hier vorne. Dann würde jetzt mein Sharpshooter bewegt werden. 1, 2, 3. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Weil du jetzt dieses Feld hier mit in der Sichtlinie hättest. Du musst hinter dieser Linie stehen. Dann würde ich tatsächlich noch eine Bewegung machen und würde mal so stehen bleiben. Also Okay. ich gucke nach da. Ganz genau. Gut, dann legen wir einen Marker dran. Dann habe ich noch 2 Aktivierungen. Und zwar möchte ich 1, 2, 3, 4, 1, mich dahin bewegen. Ich habe jetzt noch meinen Hund. Der ist 4 schnell. 1, 2, 3, 4. Aber ist kein Held, also bringt mir hier in dem Fall gar nichts. 1, 2, 3, 4. Na, ich komme nicht so richtig an, aber ich könnte auf den Marker gehen. 3, 4. Ja. Genau, dann steht da nämlich zumindest schon mal einer. Genau. Okay, gut. Und die Hunde, mit denen ist auch gar nicht zu spaßen, Nee. weil die nicht so viel Schaden machen, aber sie verursachen Blutungen. Und ich pushe. Nein, sie verkrüppeln den Krüppeln. Gegner, glaube ich. Ne? Ja. Okay, ich habe nur noch meinen Chef. Und mein Chef macht Folgendes, er bewegt sich. Und zwar ist er 3 Felder schnell und führt jetzt eine Beschwörung durch. Das ist seine Sonderaktion. Und er kann jetzt diese Punkte, die ich eingeheimst habe, nutzen, um verschiedene Wesen zu beschwören. Ich hätte sogar die Möglichkeit für 0 Punkte so ein kleines Figürchen zu beschwören. Also ein fehlgeschlagenes Experiment heißt es. Das kann eigentlich nichts außer rumlaufen. Ja. Das ist ganz schön, weil mit dem kann man Fallen auslösen. Ja. Und die Sonderregel meines Kultes ist, das heißt, wenn man sich eine Warband aussucht, also eine Gruppe aussucht, muss man sich für eine Fraktionssonderregel entscheiden. Es gibt bei den meisten 2 verschiedene Regeln, die man nehmen kann. Ich habe gesagt, wann immer jemand ein Modell beschwört, ein Monster beschwört, muss für alle Modelle, die sich im Umkreis von einem Feld befinden, also die angrenzend zu dem sind, gewürfelt werden. Bei der 5 oder 6 verliert das jeweilige Modell einen Lebenspunkt. Finde ich ganz angenehm. Aber ich habe ja einen Beschwörungspunkt. Und für einen Beschwörungspunkt Kriegst du schon ein bisschen kann was ich Größeres. einen kleinen Fleischgolem beschwören. Ich nehme hier mal diese Dame, die war uns gerade so in den Händen. Wir haben jetzt irgendwie nicht so die große Auswahl. Das heißt, ich mache keinen Test, ich mache das einfach. Ich benutze diesen Punkt und beschwöre damit diese Person hier. Und zwar innerhalb von 6 und in Sichtweite zu mir. Das heißt, ich könnte es nicht direkt dahinter machen, weil ich kann das Feld nicht sehen. Aber hier zum Beispiel könnte ich das machen. So. Und weil sie angrenzend zu deinem Chefmodell ist, Könnte es schaden. würfel ich bei einer 5 oder 6, bekommst du einen Schadenspunkt, aber ich würfel eine 1, nichts passiert. Okay. Und das beschworene Monster kämpft jetzt bei mir mit. Das heißt, ich markiere ihn erstmal, weil seine Aktivierung beendet ist. Ja. Das Modell bekommt in der Runde, in der es beschworen wird, automatisch eine freie Aktion und gilt dann als aktiviert. Und ab der nächsten Runde kämpft es ganz normal für mich mit als einer. So, das heißt, der Fleischgolem hat tatsächlich nur einen Würfel, aber besser als nicht. Das heißt, ich greife seinen Chef an mit einer 2. Oh, ich habe eine 1. So, und jetzt bekommst du einen Schadenspunkt. Du bist gepanzert mit dem Chef, Ja. aber Einer kommt immer durch. einer kommt immer durch. Das heißt, die Panzerung bedeutet, hätte ich mal mit 2 Würfeln getroffen, würdest du eigentlich 2 Lebenspunkte verlieren, aber dadurch, dass du gepanzert bist, ist das nicht der Fall. So, ich habe dich aber getroffen. Und das bedeutet, Oh, ich blute. du bekommst Blutungsschaden.
Am Ende der Runde, in der Blutungsphase, bekommst du für jeden Blutungsmarker, den du hast, einen Schadenspunkt und entfernst ihn dann. Das heißt, die Dinger kann man stapeln. So, damit ist jetzt die Runde auch schon abgeschlossen. Genau. Jetzt machen wir Folgendes. Wir haben jetzt erstmal eine Blutungsphase, die gerade angesprochen wird. Das heißt, hier kriege ich einen Schaden Genau, du mehr. hast einen Schadenspunkt und entfernst den Marker. Jetzt habe ich hier 2 liegen. Oh, mein Leben. Okay, so. Und jetzt haben wir noch die Siegpunkte. Ja. Wir fangen hier oben an. Einer. Nur deine Modelle kontrollieren das. Das ist ein Punkt für dich. Ja. Dann haben wir hier jeweils einen Held, dein Chef Ja. und mein Eingeweihten. Da passiert nichts. Und hier habe ich einen Punkt. Ja. Das heißt, ich bekomme einen zweiten Siegpunkt und jetzt steht es 2:2. Richtig, genau. Wir haben beide einen Marker aufgenommen und diese Marker können wir jetzt hier in der Mitte opfern. Ja. Aber nur dann, wenn wir mehr Helden dort haben als der Gegner. Wir werden das hoffentlich gleich sehen, aber lassen wir uns mal überraschen. Am Ende der Runde entfernen wir sämtliche Aktivierungsmarker von unseren Modellen und die Runde beginnt von neuem mit einem Initiativewurf. Okay. So. Haben wir alle, ich denke schon. 2 bis 6 gegeneinander, keine Modifikatoren, eine 8. 10. Okay, du suchst ja aus. Ja, ich fange an. Okay. Hätte ich fast vergessen. Oh, Runde Runde 2. 2. Ich würde tatsächlich mal... Weißt du was? Ich nehme mal den Marker auf. Mit einer Aktion. Ein Siegpunkt für dich. Und greife dich an. Oh ja. Das machen wir ruhig. Das heißt, ich kann ja dann mit denen, also wenn, theoretisch, könnte ich dann auch beide Marker dann da einlösen, wenn das dann dazu kommt. Ne? Wenn das soweit ist. Okay, so der Hund hat eine Attacke. Ich habe eine 1. Okay, ich habe einen Punkt Verteidigung mit dem normalen Akolyten. Eine Ich habe 1. auch eine 1. Aber meine geht durch. Genau, ne? der Angreifer muss gleich oder höher sein. Das heißt, du triffst mich für einen Schadenspunkt. Okay, das heißt, du hast jetzt Push und Cripple. Genau, das heißt, du stößt mich in eins der von dir abgelegenen Felder zurück. Das heißt, es ist nur das frei. Ja, Würde hier ein Modell nebenstehen, wäre das nicht frei. Ich kann da also dann nicht durch. Genau. Dann hätte ich da stehen bleiben müssen. Und ich bin verkrüppelt. Ne? Ja. Das bedeutet, ich verliere effektiv eine Aktion. Wenn ich das Modell aktiviere, muss ich die erste der beiden Aktionen dafür aufbringen, diesen Verkrüppelungsmarker zu entfernen. So, und ich gucke zu dir, was noch viel fieser ist. dann kann ich Weil hier das drüber bedeutet, schießen. genau. Ich muss also das Modell jetzt entweder aktivieren, um es zu retten, oder sagen, wenn der stirbt, kriege ich halt einen Siegpunkt. Ja. Ne? Mir jetzt auch egal. Lassen wir uns mal überraschen, was passieren wird. Okay. Ich bin dran und ich möchte was aktivieren. Und zwar möchte ich gerne. Du bist mir viel zu schnell hier. Das heißt, ich bewege mich mal dahin, Ja. verzichte darauf, dich anzugreifen. Nehme mir den Siegpunkt hier. Habe damit 3. Irgendwo ist die hier auf dem Würfel auch drauf. Da. Und du bist dran. 1, 2, 3. Feuer. Oh, okay. Auf den nehme ich an. Ja. Gut, das ist ein Initiat, aber der hat trotzdem nur 4 und eine 2. einen Würfel, eine 6. Und weil ich dich sehe, gut, es ist egal in dem Fall, das heißt, ich übertrumpfe den und bekomme einen Punkt Schaden. Ein Punkt Schaden. Sonstige Sonderregeln hat das Gewehr, denke ich, nicht. Nein. Aber eine Fernkampfwaffe ist schon wirklich mächtig. Also allein die Tatsache, dass du sowas machen kannst, Ja. ist schon echt okay. Gut. Ich bin wieder dran. Ja. Bevor das hier jetzt schief geht, nehme ich mir den Marker, bekomme damit einen weiteren Siegpunkt, was mir sehr gut gefällt. Das heißt, ich habe schon 4 Siegpunkte und kann mich jetzt noch aktivieren und bis zu 3 Felder latschen. Das heißt, ich gehe mal einfach hier hin. So. Und aktiviere das Modell. So. Okay. Ich würde den Trapper hier aktivieren. 1, 2 und aufnehmen. Also auch hier ein Siegpunkt für mich. Jetzt sind die Siegpunkte alle abgeerntet. Ja. Jetzt wird es spannend. Okay. Okay. Gut. Also, wir können ein Opfer pro Runde machen und für jedes Opfer zahlen wir einen Reliquienpunkt. Ne? Das heißt, ich könnte 3 Runden lang opfern und du auch.
Okay, aber dafür muss ich mehr Modelle als du dort haben. Das bedeutet, ich muss hier erstmal noch ein bisschen aufräumen. Also das ist ja ein Held, Ja. ne, und das ist ein Held. Und die können auch beide noch aktivieren. Das heißt, ich könnte das diese Runde machen. Ich habe nur ein bisschen Angst, meinen Beschwörer in den Nahkampf mit dir zu bringen. Aber andererseits, Naja, da stehen dann 10 Lebenspunkte, ne? Insgesamt, eben. ne? Okay, ich aktiviere ihn. Ich mache es einfach mal. Ja. 1, 2, 3. Ja. Jetzt habe ich damit mehr Helden als du Ja. auf dem Altar. Und in meiner zweiten Aktion benutze ich einen von diesen Token. Ich drehe den jetzt einfach mal um. Ja. Oder ich nehme ihn einfach mal aus dem Bild, um ein Offering zu machen. Ich habe einen Relic Point bezahlt und suche mir jetzt eins der folgenden Geschenke aus. Ich kann entweder alle meine Modelle um einen Punkt schneller bewegen lassen für diese Runde, Ja. einen eigenen Helden einen Punkt stärker, also einen Würfel im Nahkampf geben, Oh, stark. oder ein anderes feindliches Modell verkrüppeln. Oh, Und das mache ich. das mache ich. Ja, okay. Oh, halt, ich habe Quatsch gemacht. Ja? Ich lese gerade, das passiert nur am Ende der Initiativephase. Ah, das heißt, das gilt dann für die Man muss da nächste stehen Runde. bleiben. Ne? Haha. Okay, ist aber gar nicht schlimm. So. Da ich nicht kämpfen kann mit dem Summoner, der hat keine Stärke, Echt? Ach, krass. mache ich Folgendes. Mit meiner zweiten Aktion mache ich eine Anrufung Ja, und beschwöre eins von diesen Mini-Monstern, Ja. die nichts können, ja, außer durch die Gegend latschen. Hinter dir, ich kann das Feld sehen von hier aus. ja. Und jedes Mal, wenn ich ein Monster in einem angrenzenden Feld von dir beschwöre, würfel ich bei der 5 oder 6, verlierst du einen Lebenspunkt. Was für ein Gott sei Dank. Okay. Das Monster hätte jetzt theoretisch noch eine Aktion, aber es kann einfach nichts machen. Von daher ist es einfach aktiviert und fertig. Dann würde ich mit meinem Chef dich angreifen. Okay. So, der Akolyt, der Initiat hat einen Punkt Verteidigung. Eine 3. Eine 5. Nichts passiert. Nichts passiert. Oh, warte mal. Ich darf 2 Würfel werfen, weil ich hier einen Held angreife. Ah ja, okay. Ich hatte eine 5 gewürfelt. Eine 4. Reicht auch nicht. Aber einer geht durch. Aber ja, richtig, natürlich. Einer geht durch. Genau. Hast du noch irgendwelche Sonderregeln, die du mit dem... Ja, crippled. Okay, das heißt, du hast ihn nicht nur getroffen, Ja, so. sondern auch noch verkrüppelt. Und wir machen das Ganze nochmal. Genau. Mit der zweiten Aktion. Eine 6 und eine 1. Okay, ich habe einen Gleichstand. Das heißt aber, das reicht nicht, Nein. um die zu überbieten. Das heißt, ich bekomme 2 Punkte 2 Schaden. Punkte Schaden. Glücklicherweise sind die Helden relativ kräftig und ich habe 5 Lebenspunkte. Das heißt, trotz meiner schon 3 Punkte Schaden bin ich noch nicht ausgeschaltet. Und crippled gibt es ja nur einmal, ne? Genau, crippled kann man nur einmal sein. Man kann nur eine Aktion verlieren. Okay. Gut, okay. Damit bin ich wieder dran. Ja. Mal gucken, was ich noch habe. Ich habe ihn noch, ich habe ihn noch, ich habe ihn noch und ich habe auch ihn noch. Glücklicherweise Habe ich immer noch nicht geschafft. hast du das noch nicht gemacht. Ne? Hier in der Mitte, der Hund ist aktiviert, hier passiert nichts mehr. Ja, das heißt, ich müsste ihn jetzt eigentlich mal aus der Gefahrenzone bringen. Das tue ich auch. Das heißt, ich aktiviere ihn. Für die erste Aktivierung entferne ich den Verkrüppelt-Marker. Und dann habe ich noch 3 Felder über. Und ich laufe einfach mal weg. Mein Rücken ist jetzt hier geschützt, da kann nichts passieren. Und so kann der Jäger nicht auf mich schießen. Okay. Aktiviert. Dann würde ich meinen Hund aktivieren. Der Hund möchte, der kann ja 4 Felder. 1, 2, 3, 4. Und dann greife ich die Dame einfach. Okay, gut. Wie haben wir sie so schön genannt? Tentakel-Tina. Tentakel-Tina, genau. Die hat einen Würfel in der Verteidigung, eine 4. Eine 5. Okay, du hast mehr als ich, das heißt, ich bekomme einen Schadenspunkt. Ich pushe dich und cripple. Genau. So, das heißt, in welches Feld schiebst du mich? Du hast diese 3 Felder zur Auswahl. Ich schieb dich da ein. Okay, das heißt, ich bekomme einen Schadenspunkt, habe also noch einen Lebenspunkt über und bin verkrüppelt. So, okay. Das war deine Aktivierung. Jetzt Ja. bin ich dran. Ich habe immer noch Noch 2 Modelle. 1, 2. Genau, der war ja ausgeschaltet. Hier passiert immer noch nichts, aber da passiert noch was. Das heißt, ich gehe hier einfach mal hin. Wie schnell ist der? Auch nur 3 Felder, ne? Ja. Na, ist egal, du kommst auf jeden Fall dran. Aber du bist eh mehr. Ja, es geht darum, ob du mich angreifen kannst oder Ach nicht. so. Das heißt, ich gehe zu dir hin, ich nehme meinen einen Lebenspunktverlust mit Ja. und hau deinem Sharpshooter auf die Nase. Ja, okay.
Das ist ein Initiat, das heißt, er hat 2 Würfel im Angriff. Ich habe eine Verteidigung, eine 5. Eine 6 und eine 1. Ja, einer Ja, geht das durch. heißt, einer geht auf jeden Fall durch. Und damit bekommst du einen Punkt Schaden. Passiert noch irgendwas? So, Push. Ich Oh. schiebe dich. Wohin? Ich kann eins von den 3 Feldern aussuchen und ich nehme natürlich das da. Natürlich. Weil du von da aus nicht auf mich schießen kannst. Okay. Jetzt habe ich noch meinen Trapper. Kann ich durch meine eigenen Modelle hindurchgehen? Nein. Ah, ich muss Du vorbeilaufen. kannst nicht durchgucken, nicht durchgehen, gar nichts. 3, 1, 2, 3. Ne? Kostet dich aber nicht mehr, weil das ist genauso ein Feld, wie da durchzuziehen. Ja. So, alles klar, habe ich aktiviert. Okay, gut. Dann bin ich jetzt noch dran und ich habe noch den hier hinten. Und ich mache mit dem jetzt so eine typische Bewegung, die man niemals machen würde, wenn das ein Rollenspiel wäre. Ja. Ich gehe dahin, damit du den Siegpunkt nicht bekommst. Ist das ein Held? Nee, Okay. Ich kann mich ja noch aktivieren. genau. Also die Drehung ist Die kostenlos. Drehung ist, wenn du eine Angriffsaktion durchführst, erstmal kostenlos, genau. Und dann feuerfrei. Eine Eine 2. 3 und eine 2. Okay, das heißt 2 Punkte Schaden. Ja. Damit ist er tot. Aber es gibt keinen Siegpunkt. Du bekommst keinen Siegpunkt, aber ich bekomme einen Beschwörungspunkt. Ach ja. Weil Beschwörungspunkte toll sind. So, das heißt, meine letzte Aktion ist, den hier zu aktivieren. Ja. Ich entferne den Verkrüppelt-Marker, lege mir schon mal den Aktivierungsmarker dran Du könntest nochmal zuhauen. und möchte gerne einmal zuhauen. Genau, ich habe 2 Würfel, Eine 1 und 5. eine 6. Oh, einer geht durch. Okay, genau, das heißt, du kannst dir aussuchen, wen du überstimmst. Armut, Du schaffst aber nur bringt mir einen. ja nichts. Das heißt, du bekommst einen Lebenspunkt abgezogen, ganz genau. Und du wirst gepusht. Oh, wohin denn? Ja, schaffst nicht ganz, dich da runter zu pushen, aber immerhin ein Stück. Okay, dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Okay, dann kommt jetzt die Blutungsphase. Hat jemand Blutungsschaden erlitten? Nein. Nicht. Okay. Dann entfernen wir jetzt alle Aktivierungsmarker. So Genau. heißen die, genau. Ich habe kurz meinen Text vergessen. Da ist noch ein Aktivierungsmarker. Und hier ist noch ein Aktivierungsmarker. Okay. Sehr schön. Okay. So, jetzt haben wir Runde 3 Wir zählen und Punkte. wir zählen die Siegpunkte. Einen für dich, Ja. einen für mich, Ja, weil du mehr hast. noch einen für mich. Ja. Das heißt, ich habe 6 Punkte. Ich habe 5. Sehr schön. Okay. Und jetzt haben wir die Initiativephase. Und am Ende der Initiativephase kann ich ein Offering machen, ein Opfer. So, ich habe 5. Ich habe auch 5. Dann würfeln wir nochmal. Ich habe Eine 4. 4. Das gibt's doch nicht. Ich habe eine 7. 4. Okay. Ich möchte gerne anfangen und Ja. ich opfere einen Token. Ja. Und ich möchte gerne diesen Helden. Erstmal eine Aktion. Ich probiere es trotzdem. Ich möchte diesen Helden stärken. Okay. Er bekommt jetzt +1 Stärke Ja. für diese Runde. Okay, merken wir uns. Das ist nur für die nächste Aktion relevant, weil ich ihn jetzt gleich aktiviere, damit das weg ist. Ne? Sonst müssten wir uns das tatsächlich merken, bis er dran gewesen ist. Das heißt, ich gehe hier hin und ich hau dir auf die Nase. Das sind meine beiden Aktivierungen. Ne? Einmal bewegen, einmal hauen. Jetzt mit 3 Und Würfeln ich habe wahrscheinlich? 2, also 3 Würfel. Ich nehme jetzt einfach mal einen unschönen Würfel mit dazu, leider, Ja. weil ich darauf nicht vorbereitet war. Ich habe eine 6. Okay, ich habe eine 1, eine 4 und eine 5. Das heißt, du kannst einen von diesen Würfeln rausnehmen. Ja. So, das heißt, wir nehmen mal den weg, weil der blöd aussieht. Ja. Das heißt, du würdest 2 Schadenspunkte bekommen, was dich töten würde. Aber Ich bin gepanzert. du bist gepanzert und bekommst nur einen Schadenspunkt. Also genau gar nichts gebracht. Fast. Fast hin. Aber ich schiebe dich, Ja. weil ich Push habe, nach dort hinten. Okay. Du bist dran. Du hast ja auch nur noch. Ja, okay. Ich 2. ich habe aber nur mit dem Big Game Hunt habe ich nur eine Attacke mit einem Würfel. Das heißt, ich kann auch nur einen Schaden machen. Okay. Mein Hund. Der Hund. Der Hund. 1, 2, 3, 4. Und würde dich von hinten beißen. Genau. Warum macht er das jetzt? Aus einem ganz einfachen Grund. Wir ändern nicht die Anzahl der Würfel, die wir haben. Nein. Aber ich habe 2 Verteidigungswürfel. Ja. Es ist so, normalerweise sucht sich der Verteidiger aus, welchen von den anderen Würfeln er übertrumpfen möchte. In dem Fall jetzt nicht so der große Unterschied.
Aber wenn ich im Rücken angegriffen werde, kann der Angreifer entsprechend seine Initiative nutzen und sagen, ich möchte diesen Würfel ausstechen und diesen nicht. Das macht in dem Beispiel, wie gesagt, keinen echten Unterschied. Aber wenn man mehrere Würfel hat, ist es sehr wichtig. Nur eine 1. Eine 1 und eine 2, das heißt, es passiert nichts. Na doch. Stimmt. Jetzt, es ist nämlich doch wichtig, siehst du. Ich nehme ja den. Nee. So. Nee, dann macht es doch keinen Nee. Unterschied. Es bleibt kein Würfel von dir über. Ach ja, stimmt. Dann passiert gar nichts. Viel Nee, blöd. nee, doch. Meine 1 ist doch gleich oder? Okay, jetzt habe ich so schlau dahergeredet. Jetzt gucken wir doch einfach nochmal nach. Die 1 ist 1. So. Tatsächlich. Ne, die Die 1 sticht die 1 aus und damit gewinnt die 1, völlig egal, was ich mit den anderen Würfeln habe. Genau. Ja, genau, das ist der Unterschied. Und genau deswegen war es total clever, in den Rücken Ja, zu gehen. genau. Also ein Schadenspunkt. Ein Schaden. Und krüppeln. Ja, und Push. Und da kommt schon der Notarzt. Ja, dann push ich dich hier mal Genau, runter. du pushst mich nämlich auch hier runter. Das heißt, ich gucke auch zu dir, ne? Nehme ich mal einfach an, theatralischerweise. Ist es so? Weiß ich nicht. Dann halt nicht. Ja. Okay, so. Okay, das war schon mal blöder Hund. Okay, du bist aktiviert. Ja. Marker dran. Ich bin dran. Und ich möchte gerne etwas beschwören. Fragezeichen. Möchte ich etwas beschwören? Möchte ich etwas beschwören? Das ist hier die Frage. Ja, ich möchte was beschwören. Natürlich. Was soll es denn einfach? So. Und ich nehme einfach, ich habe zwar einen Punkt, aber den will ich behalten. Ich nehme einfach noch so ein Monster Ja. und beschwöre das. Tja, die Felder hinter dir kann ich leider nicht sehen. Bin ich einfach mal mutig? Ach komm, was soll's. Kriegst du Hier. auch einen Schaden? Ich nehme es mal an. Ich muss mal ganz kurz in meine Fraktionsliste schauen. Ja, feindliche Modelle. Kultisten. Each Enemy Model. Ja, dann. So, Fangen wir mit dem an? für den Trapper? Nee. Nee. Für den Chef? Oh, das wäre so schön gewesen. So, und das Modell hat jetzt noch automatisch eine freie Aktion, weil das war So, so, ne? So ist es richtig. ja. Das beschworene Modell hat jetzt noch automatisch eine freie Aktion und kann Dinge tun, wie zum Beispiel, ja, weiß ich jetzt auch nicht, die im Weg rumstehen. Okay. Dann würde der Trapper 1, 2, 3. Oh ne, Rücken. Ne, der ist ja aktiviert, ne? Ist ja egal. Ja, das ist aktiviert, genau. Ich greife. Ja doch, ich hau mal den zu. Ja, dann hau mal zu. Ich habe 2 Würfel in der Verteidigung, das stimmt nicht. Ich habe einen in der Verteidigung, Ich eine habe 3. eine 5 und eine 2. Okay, das heißt, die gehen beide durch. Ne? Ja. Ne, stimmt nicht. Ich mache das. Ich steche den aus, weil ich Verteidiger bin und Achso, nicht ja, sehen das kann. wäre ja genau. Dann geht Die einer 5 geht durch und damit habe ich 4 Lebenspunkte Ja. verloren. Das heißt, ich habe noch einen über. Oh, jetzt wird es langsam echt eng. Okay, das war deine Aktivierung. Ja. Marker hast du dran. Ja. Das heißt, ich bin dran. Ich müsste mir langsam überlegen, was genau ich hier eigentlich mit meiner Welt anfangen will. Also noch mal dahin laufen, das lassen wir. Das war einfach keine gute Idee. Der Hund ist auch noch da. Ja. Gegen den müsste ich eigentlich was tun. Ich kann ihn zwar nicht besiegen, diese Runde, aber ich könnte ihn zumindest hauen. Ja. Also ich gehe mal nach da. Ist egal, wie ich mich drehe. Du Ja, kommst ja. mir sowieso in den Rücken, wenn du möchtest. Und greif dich an mit einem Würfel. Eine 4. Ich habe auch eine 4. Das heißt, ich Deine geht gewinne. durch. Du verlierst einen Lebenspunkt. Gut, dann wird sich jetzt mein Chef bewegen. 1. Aua. Oder warte mal. 1, 2, 3. Dann mache ich das doch lieber so. Und hau nochmal zu. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt Eine 4. eine 6. Tot. So. Das war ein Held. Das heißt, du bekommst einen Lebenspunkt. Sehr gut. Und du hättest sogar einen Würfel mehr gehabt. Oh ja, aber Weil wenn dein ja, stimmt. Großwildjäger nämlich Großwild jagt, Ja. also Helden zum Beispiel, bekommt er einen extra Würfel. Aber Ja, das hat geschenkt, gereicht. hast du nicht gebraucht. Okay, Aktivierungsmarker Das heißt, ich könnte jetzt tatsächlich in der. in der Initiativphase.
auch was beschwören. Könntest du auch was beschwören, vollkommen richtig. Cool. Vollkommen richtig. Okay. Ich habe aber noch ein paar Aktivierungen. Gern. Ich habe noch ein paar Aktivierungen, aber ich traue mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Hier in der Mitte habe ich... Ach, siehst du, ich habe den Fleischgolem noch. Ach ja. Die habe ich noch. Wie schnell ist die denn eigentlich? 3. Halt, ist das richtig? Ja, 3. 1, 2... Ja gut, dann könnte ich zumindest... ich habe nur eine Aktivierung, weil ich verkrüppelt bin. Was für ein Ärger. Was für ein Ärger. Das macht die Sache irgendwie nicht besonders einfach, wenn ich ehrlich sein soll. Nur Vorbereitung für nächste Runde. Ja, ich muss hier aber irgendwas machen. Ich bleibe einfach mal hier stehen, Ja. damit ich nicht nächste Runde gleich angegriffen werde. Ach, Quatsch. Das ist irgendein Dämon. Los, ran hier, was soll der? Spaß. So, kann sich nur bewegen, weil sie einen Cripple-Marker hatte. Genau. Und damit bist du dran. Dann würde ich mal den Trapper bewegen. 1, 2, 3. Ja, der soll da auch stehen Ja, bleiben. gut, die wollen halt ihre Punkte, so wie meine hier auch. Ja, aber ich kann auch eine Falle legen. Ja. Nee. Doch, du hast dich nur einmal bewegt. Einmal bewegt, ja. Vollkommen ja. richtig. Ja, da hinten ist nichts mehr. Ja, komm, ich lege einfach hier so. Ja, das ist schon gut, weil du damit Wege versperren kannst. Weil diese Fallen, die sind gar nicht so ohne. Ja, gar nicht so ohne. So, okay, was hast denn du eigentlich noch? Du hast den Hund noch hier vorne? Ich habe den Hund, ich habe noch den Sharpshooter. Und den auch noch, ne? Ja. Das heißt, wenn ich da jetzt runterlatsche, läufst du einfach drauf, wenn du dann noch lebst, ne? Das heißt, runterlatschen ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Okay. Dann ist hier der Tentakel-Willi dran. Das war der gar nichts kann. 2, 1, 2. Genau, der kann sich nur bewegen. Und dir wenigstens nächste Runde diesen Siegpunkt hier eventuell streitig machen, wenn du dich da runter bewegen willst. Das ist ein ganz normaler. Das ist ein ganz normaler Kultist, ja. Also 2 Lebenspunkte. 2 Lebenspunkte, also noch einen. Dann würde ich sagen, greift mal der Hund. Ja, greift mal rein. Eine 3. Eine 3. Okay, das heißt, du besiegst ihn, ne? Weil du musst nur gleich sein. Er stirbt damit. Ich bekomme dafür einen Aufrufungspunkt, was mir immer sehr, sehr, sehr gut gefällt. Ja. Ich könnte mich jetzt noch bewegen. Oder ich greife das korrekt. Tentakelmonster an. Wie viele Lebenspunkte hat er? Das Tentakelmonster hat, ich muss ganz kurz hier schauen, einen Lebenspunkt. Aber ich stehe ja jetzt so, ne? Am Anfang der Attacke kannst du dich ja kostenfrei drehen. Ach so, ja, dann mache ich doch das Tentakelmonster. Okay, dort. dann mach mal. Ja, hast schon gewonnen, hab keinen Würfel. Ach so. Ich habe nicht mal einen Würfel zur Ach Verteidigung. so, okay. Okay, das ist einfach weg. Okay. Ja, sehr gut. Okay, gut. Dann bin ich dran. Ich habe noch diese beiden Herrschaften immer Ja. noch. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Weil wenn ich da rauslaufe, läufst du da drauf. Und dann kriege ich keine Siegpunkte. Wir haben beide 6 Siegpunkte mittlerweile. Ja. Und du kriegst diese Runde mehr als ich. Ja. Ich will aber eigentlich auch nicht stehen bleiben, weil das total doof ist, stehen Das zu ist der bleiben. mit den 5 Lebenspunkten, ne? Ja, Okay. das ist es ja. Wenn ich da stehen bleibe, läufst du einfach um die Ecke und schießt zumindest einmal auf mich. Könnte passieren. Okay. 1, 2, 3. Und jetzt muss was passieren, es geht so nicht. Greif dich an mit meinem Akolyten. Eine 2. Eine 5. Ja, nichts passiert. Du bist dran. 1, 2, der hat ja schon aktiviert. Ja, der 1, 2, 3. Da kann ich nicht vorbei, ne? Nee, genau, das Feld ist blockiert, Ja. weil eine Wand und ein Gegner da steht. 3. Könnte ich, das sehe ich da nicht, aber ich könnte, wie viel hat Tintenlila? Tentakeltina Tentakeltina hat noch einen Lebenspunkt noch. hat noch einen. Sie hat 2 insgesamt, einen hat sie schon verloren. Sehr blöd. Ja gut, okay, komm. Wir machen... Wobei, er
ist ein Held. Aber den kriege ich ja nicht platt. Nee. 1, 2, 3. Mhm. Und schieße auf Tentakeltina. Alles klar. Tentakeltina hat einen Würfel Verteidigung. Und ich habe eine 4 und eine 1. Okay. So genau, weil du mir in den Rücken schießt, kannst du es dir aussuchen. Das Ja. war eine 1, aber es spielt keine Rolle. Das heißt, ich verliere 2 Lebenspunkte. Tot. Ich bin damit tot, aber ich bin ja so ein Fleischgolem, Ach so. auch wenn es vielleicht nicht direkt danach aussieht. Ich würfel jetzt. Bei einer 5 oder 6 steht die da einfach wieder. Na, was für ein Ärger. Also weg. Okay, ausgeschaltet, gibt aber weder dir Punkte noch mir, also Ja, ist einfach weg und gut. Okay. Gut, ich habe noch eine Aktivierung über Ja. und die macht das Schlechteste, was man so machen kann. Die bleibt stehen für einen Siegpunkt. Ah, okay. Gut, du hast einen Jäger da hinten, glaube ich, noch, ne? Genau, mein Sharpshooter noch. Der wird sich mal 1, 2, 3 Felder bewegen. Und wird sich nochmal 3 Felder bewegen. Stimmt, weil tatsächlich so viele Leute von dir da stehen, dass er nichts... 1, 2, 3 oder 1, 2. Oh ne, warte mal, ich gehe hier drauf. Mhm, genau, das ist nämlich ein Held, ne? Nein. Ah, ne, stimmt, aber du hast ja Linien. schon genug Helden. Und ich habe sowieso keine Helden da drauf, von daher ist es egal. So, Okay. Runde 3. Runde 3 endet. Wir entfernen alle Aktivierungsmarker. Blutungsmarker haben wir nicht. Genau, Blutungsmarker haben wir keine. Das Modell kannst du gerne stehen lassen. Ja, gerne, hier ist dein Marker. Ja, danke. So, hier ist noch ein Aktivierungsmarker von dir. Ja, mehr habe ich schon gar nicht mehr. Ne? Meine Akolyten sind alle aufgebraucht. Ja. Das ist natürlich schade, aber irgendwas ist halt immer. So, Punkteverteilung. 1, 2, 1. Okay, und jetzt kann ich was beschwören. Genau, du kannst jetzt einen deiner Punkte dafür opfern. Entweder alle deine Modelle plus 1 Bewegung zu geben für diese Runde. Ja. Oder einem Held plus 1 Stärke zu geben. Ja. Oder einem beliebigen Modell, das macht wahrscheinlich nur Sinn, das bei Gegnern zu machen, einen verkrüppelten Marker zu geben. Dann Verkrüppeln gebe ist ich. halt echt gut, Ja, weil das kostet halt. weil das kostet eine ganze Aktion. Ja, Ne? ja. Nee, ich würde mal ihm einen Würfel mehr geben. Okay, ein Würfel Stärke. Alles klar. Dann Initiative. Ich hoffe mal, dass ich gewinne. Eine 8. Eine 9. Oh. Dann würde ich mal angreifen. Ja, verstehe. Okay, ich habe 2 Würfel in der Verteidigung. Ich würde jetzt auch mal so einen unschönen dazu nehmen. Ja. So, eine 6 und eine 3. Und weil ich verteidige und ich sehe, 4, 2, können wir 2. jetzt anfangen zu stechen. Ne? Das heißt, ich nehme die weg und eine von denen. Kommt einer durch. Das kommt einer durch. Ne? Ich würde das Ganze aber nochmal machen. Ja. 5, 1. Okay. Mehr schaffe ich nicht? Nee, 2 gehen Komm, durch. halt gar nicht. Ich muss die sogar benutzen, weil gleich reicht nicht. Ach ja, muss reicht über nicht. dir sein. Ja. Das heißt, 2 kommen durch. Ich verliere 2 Lebenspunkte. Ich weiß Und nicht. hab noch einen über. Das ist aber eng. Nicht gut. Frechheit. Ja, der ist Okay, viel. sonst noch irgendwelche Sonderregeln durch Nein. deine Treffer? Nein, gar nichts. Okay, gut. Dann ist deine Aktivierung durch. Ich bin dran mit Aktivieren. Ja. Und ich bin mir sicher, ich werde diese Runde sterben. Deswegen muss ich jetzt noch irgendwas beschwören. Irgendwas Großes. Irgendwas Großes beschwören. Also das heißt, ich gehe einfach mal 1, 2 dahin. Ich könnte sogar 3 dahin gehen. Und beschwöre mit meinen 2 Punkten, die ich habe, den Jäger aus dem Dunkel. Und wir nehmen einfach mal eines der besten Dungeons & Dragons Modelle, die es gibt. Einen Beholder. Und ich stelle ihn auf den Altar und er bricht aus der Altarplatte hervor. So, ich würfel für jedes Modell, was sich darum befindet, einen Würfel. Okay. Der da? 4? Nö. Nix. Dein Chef? Komm schon. Nein. Und dein Sharpshooter? Ja, der hat einen Punkt Schaden. So, und dieser Crawler in the Dark darf jetzt eine Aktion durchführen. Ich kann entweder einem deiner Modelle neuralen Schaden zufügen, indem ich ihm meinen Laseraugen angucke. Und er bekommt einen verkrüppelten Marker. Oder ich bewege ihn 2 Felder auf ein freies Feld. Ja. So, und das mache ich auch einfach mal. Okay. Und der guckt natürlich noch da, weil er versucht, vor mir wegzulaufen. Ja, natürlich. Damit ist das Monster aktiviert. Oh, wir müssen übrigens, Oh, ganz ja. wichtig, Runde 4. Runde 4. Das ist damit die letzte Runde. Ja. Und es sieht ehrlich gesagt gar nicht so gut aus für den Kult. Du bist dran. Ein Punkt, ne? Ja. Oh, echt wenig Modelle, während du noch fast alles auf dem Feld hast. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht nicht. Du gehst halt ein Feld nach vorne und ja, schießt. ja, ich schieße halt von hier.
Ja, Okay, 2 Würfel Verteidigung. Eine 4 und eine 3. Eine 3 und eine 2. Sehr gut, das reicht genau, weil ich verteilen darf, Ja. weil ich dich sehe. Ne, jetzt haben wir ein gutes Beispiel. Ja, genau. Ich darf verteilen, der schlägt den und der schlägt den. Ja. Dürftest du verteilen, ne, würdest Dann du wär's hier einen am Gleichstand herstellen können? Und einer geht durch, ne? Nee. Ne, ist auch völlig Oh, egal. egal. Jedenfalls ist nichts passiert. Es ist einfach zu spät für solche Ja, ja. Spiele. Okay. Gut, das heißt, ich bin schon wieder dran. Ne? Ach, wenn die Dinger wenigstens 6 Felder schnell wären, dann könnte ich jetzt darüber huschen. Kann ich aber nicht. Okay. Wie schnell sind die? 3? 2. 2, glaube ich nur. Failed Experiment 2. Ja, die können also wirklich tatsächlich überhaupt nichts. Okay, geil. Aber dafür kann ich sie kostenlos beschwören, damit Fallen auslösen oder was auch immer. Na gut. Okay. 1, 2, 3. Ja. Ich versuche mal deinen Sharpshooter umzubringen. Ich habe 2 Würfel im Angriff. Eine in der Verteidigung. Eine 6. Ich habe auch eine 6, aber die 1 geht durch. Ja. Einen Punkt Schaden. Aber der hat... Wie viele Lebenspunkte haben die so? 3. Frechheit. So, aber ich habe Push, das heißt, ich schieb dich nach da. Ja, okay. Okay, ich bin dran. Ich bin fertig, wollte ich sagen. Ich bin dran. So, der ist aktiviert. Ich muss deinen Chef irgendwie töten. Das macht mal mein Hund. Na toll. Ja. Du könntest sogar in meinen Rücken gehen. Ja, dann gehe ich in den Rücken. Eine 3. Eine 5 und eine 1. Tja, und jetzt ist es irgendwie so, du suchst dir das hier aus. Ne, weil die kann nur das gut, da aber- schlagen. Ja, aber du hast ja eh 2 verteidigt. Ja, eigentlich bleibt einer über. Ne? Einer Ich kann da keinen Schaden machen. Nee. Okay. Ja Das gut. ist gar nichts. Schade. Also, wie gesagt, da weiß ich nicht. Ja. Irgendwie. Ja, gut, hättest du höher gewürfelt, als ich hätte ich den nicht schlagen können. Von Ja, daher ja. passt das, glaube ich, schon einigermaßen. Okay, ich bin wieder dran, ne? So, und die Akolyten sind 3 schnell. 3 nicht schnell genug. Ich werde wahnsinnig, der ist nicht schnell genug. Wo willst du denn hin? Ich wollte dich gerne hauen. Mit dem? Ja, klar. Oder Ja, dann glubbelt er hier rüber. Ach so. Danach. Aber dann schießt ihn tot, dann macht er das nicht. Ja, doch, das geht. Das würde schon gehen. Oh, ich habe übrigens vergessen, dem Initiaten seine Wunde mitzunehmen. Das ist besitzanzeigender Akkusativ. Dem Initiaten ihm seine Wunde. Nur falls sich jemand gewundert hat. Ich bin eigentlich immer ein Freund schneller Entscheidungen, ne? Aber ich kann gerade irgendwie keine treffen. 1, 2, 1, 2. Der muss auch irgendwie 3, gehen. 1, 2. Du kannst ja nur zweimal bewegen, kannst ja Ja, nicht ja. machen. Ich versuche meinen Chef zu beschützen. Pass auf, der Akolyt bewegt sich. 1, 2, 3. 1, 2. Dann würde mein Sharpshooter. Ich reiß mal den ganzen Altar runter. Sehr gute Idee. 1, 2, 3. So hast du nämlich eine Sichtlinie, die sonst, Ja. die sonst verdeckt gewesen wäre. Feuer auf deinen Chef. Okay. Eine 4 und eine 2. So, der Chef sagt aber, die for me. Stirb für mich. Wenn der Summoner von einem Angriff anvisiert wird, darfst du einen Akolyten auswählen, der in deiner Nähe steht, also an dir angrenzend. Der Akolyt bekommt das Ziel, wird das Ziel des Angriffs. Ja, und stirbt. Eine 6. Das heißt, ich sterbe, ne, weil ich verliere einen Punkt. Und ich habe nur einen zweiten Lebenspunkt. Du kriegst automatisch. Dafür bekomme ich einen Anrufungspunkt, Na toll. den ich aber diese Runde nicht mehr nutzen kann. Ja. Okay, das war. Ah, Mensch. 3-mal jetzt auf den Chef eingeschlagen, Okay. nichts passiert. 1, 2, 1, 2. Ja. Dafür ist er gut. Mehr habe ich nicht. Ich habe jetzt noch 3 Modelle. Wahnsinn, ne? Ich habe noch einen Hund, ich habe noch den Trapper und den Chef. den Chef. Der Chef 1, ja, der geht mal hier wieder auf den Altar zurück. Ja. Kann ich ihn angreifen? Wenn du genug Punkte hast, selbstverständlich. kannst du ihn Kann ich ihn jetzt angreifen. doch angreifen. Okay, ich habe Greift sich sogar von hinten an. einen Punkt Verteidigung, ne? Eine 5. Eine 5? Ja, reicht ja für Ja, dich. ja. Ein Punkt Schaden. Ja gut. Nehme Und ich, mal, Krüppel. nehm ich mal zur Kenntnis. Verkrüppelt bist du auch. Vergrüppelt bin ich auch. Können wir uns theoretisch sparen, weil das die letzte Runde ist und der nicht mehr aktiviert wird. Aber
Vergrüppelt bin ich auch. Wie viele Lebenspunkte hat er? Der hat 3. Okay. Ja, jetzt habe ich nur noch meinen Hund. Und den. Ja, gut, der bleibt da stehen, ne? Dann muss der Hund es wohl richten. Also der ist aktiviert, der bleibt da stehen und legt noch eine Falle. So. Ich habe mich hier eingebaut. Ja. Und der Hund, ja komm, der geht jetzt hier nochmal drauf. Ja, einmal nochmal würfeln. Einmal geht noch. Weil es so schön ist. So, eine 5. Eine 3. Ja, Nö, nichts gar passiert. Damit endet das Spiel. Ja. Ne? Blutungsmarke haben wir keine. nicht. Siegpunkte, 1 für mich, 1, 2 für dich. Ja, dann bin ich bei 10. Ich bin bei 8 und damit endet das Spiel 10:8. Herzlichen Glückwunsch an die Jäger der Wildnis. Yeah! So, Tja, das hat wohl nicht so funktioniert. Ich glaube, der Kult muss nochmal nach Hause und ein bisschen Beschwören üben. das hat wunderbar funktioniert. Wahnsinn, wie du mich überrannt hast. Ja, krass. Das war wirklich übel. Tatsächlich war es in dem Szenario, was wir vorher gespielt haben, beziehungsweise unsere Testrunde, war es komplett anders. Stimmt. In unserer Testrunde haben wir das gemacht, was man immer macht, wenn man so ein Spiel zum ersten Mal spielt. Wir haben gesagt, scheiß auf die Missionsziele, wir hauen uns aufs Maul. Und das war sehr ausgeglichen. Wir haben sogar ein Unentschieden gehabt in der Ja. ersten Runde. Und jetzt haben wir uns auf die Missionsziele konzentriert und du hast sehr schnell die Oberhand gewonnen. Ich sag mal, spätestens Anfang der 3. Runde war mir eigentlich klar, okay, ich kann nur versuchen, die Niederlage irgendwie weniger schmachvoll zu gestalten. Ja. Aber es war cool. Ja, ich finde auch. Was sagst du so zum Allgemeinen so? Ist es ein Spiel, was man öfter mal spielen kann, was man öfter mal rausholen kann? Also es ist, ich glaube, das ist ein gutes Spiel, was man einfach mal rausholt, wenn man so ein Spielewochenende macht. Ja. Man sagt, pass auf Leute, lasst uns, es ist jetzt, keine Ahnung, 23:50 Uhr, alle haben Bock auf noch ein Bier und irgendwas zu spielen. Dann kloppt man das Ding auf den Tisch. Halbe Stunde bist du durch. Halbe Stunde ist man mit einem Gefecht durch. Ich kann mir das auch sehr witzig vorstellen mit mehreren Fraktionen. Ja. Das ist bestimmt ein schönes Gewusel, dann vielleicht mit mehr Gelände oder Räumen vielleicht sogar. Das könnte man ja sogar selber sehr gut eskalieren. Dadurch, dass das Regelwerk so minimalistisch ist, kann man sagen, man macht Türen. Eine Spezialaktion ist Tür auf oder Tür zu oder was auch immer. Und da kann man also, ich erinnere mich an unseren alten Dungeon, in dem wir damals Strange Aeons gespielt haben. Stimmt, Der ja. Spielbericht, bei dem man nichts erkannt hat, weil überall nur Hände waren. Ja, stimmt. Aber das wäre natürlich cool für sowas, ne? Ja. Also da kann man auch, wenn man noch andere Brettspiele hat, Decent oder das alte Dungeon Saga, einfach einen Plan auslegen und darauf spielen. Ja. Ne? Das geht ziemlich gut und dadurch, dass wir die Reichweiten tatsächlich mehr oder weniger in einem Kreis um die Modelle haben, könnte man es sogar ohne Brett spielen, sondern einfach sagen, ein Feld ist ein Zoll und fertig. Ach so, ja, das würde man sagen, auch ja, das funktionieren. würde auch funktionieren. Was mir gut gefallen hat, ist, dass die Mechanismen so simpel sind. Ja. Dieses vergleichende Würfeln, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das bei dem einen Würfel im Rücken richtig gemacht haben oder nicht. Keine Ahnung. Ist auf die Schnelle dann immer so eine Sache, die dann irgendwo auf der Strecke bleibt. Aber ich denke, so richtig falsch lagen wir Nein, nicht. nein, Ich finde es gut, dass die Mechanismen so simpel sind. Ja. Dass man nicht anfängt mit, okay, ich würfel erstmal und dann muss ich treffen und dann muss ich dies machen und dann musst du Moch einfach machen und dann musst du das machen. Und das spielt sich, das ist ein Brettspiel, das spielt man wunderschön gegeneinander ab. Ja. Ne? Ich finde das Gelände völlig ausreichend für das, was es ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, wenn man sich das jetzt bei hellem Licht anguckt, stellt man fest, okay, das sieht ja irgendwie alles gleich aus und sowas. Das ist nicht geil, ne? Also es ist jetzt nicht so, wo man sagt so, oh, das ist aber zweckmäßig. Es ist besser als Pappe, viel besser als Pappe. Ja. Gerade wenn es bemalt ist. Die Altare und diese Ritualkreise gefallen mir dann umso besser, als, weil die halt einfach ein gewisses Niveau reinbringen. Genau. Und ich denke mal, wenn man Bock auf Hobby hat, kann man hier richtig was draus machen. Total, das glaube ich nämlich auch, weil du hast es gerade schon gesagt, das Regelwerk an sich gibt es nicht so wirklich vor. Die Szenarien geben die Matte vor, aber man könnte es, wenn man jetzt was Eigenes macht, könnte man das theoretisch auch größer machen. Ja. Würde jetzt, und du könntest es mit 4 Spielern spielen und Genau. du könntest, jetzt kommen wir wieder zum 3D-Druck, aber es gibt inzwischen so viel geile Dungeon 3D-Druckmodelle. Genau, das wäre auch ein cooler Cthulhu Dungeon Crawler. Genau, da könnte man, glaube ich, weil man das, glaube ich, auch sehr gut in einem Multiplayer spielen kann, könnte man das, glaube ich, auch noch etwas größer ausskalieren. Und, Gerade so mit verschiedenen Höhenleveln oder übereinander laufen oder was auch immer. Mega gut. Also es macht einen sehr soliden Eindruck. Es ist bescheiden und das steht dem Spiel sehr gut. Ne? Dass man sagt, okay, das will gar nicht nach den Sternen greifen, sondern es ist halt einfach, ist auch bei einem Erstlingswerk halt auch immer so eine Sache. Aber das, was es machen will, ein schnelles Arena-Spiel bieten, macht es und das sehr gut. Und das sehr gut, das finde ich auch. Ja. Der Vollständigkeit halber, wir haben keinen Index. Nein. Wir haben aber
zumindest nach einigem Suchen, irgendwann sämtliche Regeln und Regelungen gefunden. Das liegt natürlich daran, dass das Regelwerk nicht so wahnsinnig groß ist. Aber es ist uns nichts abhanden gekommen. Nein. Wir haben alles dann irgendwann mal gefunden. Manch eine Regelung ist vielleicht nicht unbedingt da, wo ich sie erwarten würde. Also sowas wie die Rüstung von deinem Anführer. Die steht einfach irgendwo mittendrin. Ja. Und nicht unbedingt da, wo ich sie erwartet hätte. Aber sonst alles drin, wenn auch natürlich ein Index echt schön gewesen wäre. Das wäre wirklich schön. Was mir positiv aufgefallen ist, ist die Aufmachung. Die Aufmachung des Regelwerks gefällt mir gut, weil schöne Bilder drin sind. Also jetzt keine Bilder in Form von Spieltischen oder sonst irgendwas, aber wir haben schöne Zeichnungen drin. Genau. Also das ist schon so ein bisschen, das ist alles ein bisschen düster und man sieht hier überall so Blutflecken. Genau, es ist schön abgefahren, das ist richtig. Ja. Genau, und das mit den Bildern von den Spieltischen, das ist wieder so eine Sache, da es keine Figuren zu dem Spiel gibt, kannst du im Regelwerk auch gar nicht zeigen, so soll das Spiel aussehen. Genau. Selbst die Erklärungen, die wir hier haben, sind Grafiken. nur mit Buchstaben und Grafiken gemacht, Ja, wo stimmt. bei einem Dungeon Crawler jetzt ja die Figuren von oben sichtbar Ja, werden. genau. Haben wir hier nicht, ob einem das gefällt oder nicht, da stehen wir ist okay. 50-50. Aber sowas finde ich halt auch mal geil, ne? So, das ist so horrormäßig, ne? Das ist sehr schön. Es ist sehr stylisch, nicht auf Deutsch. Jemand, der kein Deutsch kann, wird da keine Freude mit haben. Für mich als jemand, der doch recht gut Englisch spricht, behaupte ich einfach mal, ist das kein Problem. Ja. Und die Fluff-Texte sind wirklich mega stimmig. Und das Bild gefällt mir gut. Ja, das ist auch Da steht es sieht aus wie ein Zombie, weil er so abgerissenen Arm hat irgendwie. Ja, hier, ne? genau. Steht an so einer Gruft und guckt nach draußen. Das sieht wirklich Werdet toll ihr aus. vielleicht nicht erkennen können, ist immer mega, mega stimmungsvoll. Ja. Also von daher, das finde ich gut. Es gibt noch einen Vorteil, beziehungsweise einen Pluspunkt. Man kann auf der Internetseite, falls ihr die Kartendecks und Tokens nicht kaufen wollt, könnt ihr dort das Ganze downloaden. Aber Achtung, da mussten wir nämlich auch erstmal hinterkommen. Man muss sich dafür anmelden. Dann sieht man oben auf der Produktseite einen Link. Ja. Nicht auf den Warenknopf, da kann man nicht draufklicken. Nein. Sondern oben auf der Produktbeschreibung ist einfach ein Link. Genau, zum Downloaden. Ja. Und da bekommt ihr dann, ich glaube, es waren 12, 13 Seiten, da sind dann Alles, was alle ihr braucht. Karten, die hier drin sind. Beziehungsweise die sind nicht hier drin, aber für jede Fraktion und für jeden Charakter quasi könnt ihr die Karte ausdrucken. Und die Tokens sind auch zum Ausdrucken dabei. Also von daher braucht ihr nicht mal noch Geld für Tokens und Karten ausgeben. Ihr Genau. hättet das als Download. Also letztlich könnte man, ich weiß nicht, gibt es eine PDF-Version von dem Regelwerk? Oh, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Wenn es die geben würde, dann wäre das Spiel also relativ einfach spielbar. Ansonsten, Ja, ich man denke braucht mal, nur das Buch. Okay, Ich wenn man denke- die Matte und die Sachen hat, kann man halt die Szenarien spielen. Das gehört schon irgendwie dazu. also die Matte finde ich auch wirklich richtig schön. Ne? Ja, da habe ich schon ein großes Auge drauf geworfen auf die Matte. die kannst du ja auch haben. Ja, sehr schön. Da wird sich meine Rollenspielrunde drüber Weil freuen. die ist wirklich hübsch und ich muss sagen, die Matten von P-Work Wargames sind wirklich alle sehr gut und bislang sind sie auch, diese Gummierung ist bislang nicht gerissen. Das ist uns, also mir persönlich, Bei allen Herstellern schon passiert. Bei allen Deep Cut Matten, die hier liegen, sind alle Gummierungen kaputt. Und obwohl die genauso gelagert worden sind wie jetzt auch die P-Work Wargames Geschichten. Ja, das war also mal wieder ein Hersteller aus Italien tatsächlich. Da geht inzwischen auch einiges. Sehr schön. Und ja, mir ist auch gut gefallen. Jetzt so während des Gesprächs ist mir dann auch schon gerade so eingefallen, oh geil, sowas eigentlich mal sowas ein bisschen größer oder mal so einen richtig geilen Dungeon Mit vier Gruppen, die in der Mitte Ja. vielleicht so ein riesiges Monster jagen müssen. zum Beispiel. Ja, okay. Wir haben immer noch zwei wichtige Punkte, die wir noch gar nicht geklärt haben für dieses Video, weil wir wollen euch natürlich nicht nur mit Produktinformationen überschütten, ja, natürlich. sondern natürlich auch sagen, was kostet der ganze Spaß? Das erfahrt ihr jetzt. Was kostet der ganze Spaß? Ist eine ganz wichtige Frage. Ja. Und von daher fangen wir an. Es gibt kein Starter-Set, dass man sagen kann, wir kaufen einfach alles in einem Bundle. Nee. Das Regelwerk kostet 19,90, Ja. dank Buchpreisbindung. Ich weiß nicht, ob die in Italien gilt. Nee. Für englische Bücher sowieso nicht. Von Wir haben daher 100 Seiten. Genau, 100 Seiten ist echt okay. Es ist ungefähr Softcover. A5. Ja. Softcover und gut aufgemacht. Auch die Bindung hält bis jetzt. Ja. Das ist auch eine, Da haben wir auch schon ist auch ganz- eine Klebebindung. Das Da haben wir schon ganz andere Bindungen erlebt. Ja. So, das ist okay. Wer nur die Matte haben will, zahlt dafür 28,90 €. ist aber, glaube ich, auch human. Ne? Die großen Ist eine Matten. gute Matte. Ja. Und manche Rollenspielmatten in der Größe sind jetzt auch nicht unbedingt billiger. Und die ist, wie gesagt, die ist so toll, dass ich Sascha gleich gesagt habe, ja, Die nehme ich. die nehme ich mit. Und die Tempelruinen kosten auch nochmal 28,50 €. Genau, da sind dann die Tempelruinen, da sind die Altare mit dabei und ihr habt die 6 von diesen Tokens, die ihr auch fürs Spiel braucht, sind auch dabei. Genau. So, wer dann noch möchte, kann natürlich obendrauf noch Tokens dazu bestellen Ja. oder die Banden dazu. Die Karten, Da gibt es halt verschiedene Karten, ganz genau, aber die gibt es, wie gesagt, auch kostenfrei auf der Seite als Download. als Download. Das heißt, alles drum und dran, wie wir es hier gesehen haben. Ruinen, Matte, Regelwerk, 80 €.
Und dann brauchst du noch Miniaturen. Dann brauchst du noch Miniaturen, also ist natürlich kein unbedingtes Schnäppchen. Nein. Aber Naja, also wobei... wenn man drauf steht und sagt, ich habe Bock, mir so ein eigenes Spiel zusammenzuklickern, gerade nicht nur diese 5 Szenarien zu spielen, sondern das zu machen, was wir jetzt nach dem ersten Spiel uns überlegen, dieses was könnte man damit denn noch machen? Dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Investition und ich bin mir sicher, bei dem einen oder anderen Hersteller gibt es vielleicht noch, oder Händler gibt es vielleicht noch das ein oder andere Prozentchen Rabatt. So, und jetzt seid ihr wieder gefragt, habt ihr das Game schon mal ausprobiert? Ich weiß, dass einige von euch das tatsächlich schon gespielt haben, weil wir haben es neulich mal in einem Livestream behandelt und da waren schon 1, 2 Leute, die gesagt haben, jo, wir spielen das ziemlich intensiv und wir finden das auch ziemlich gut. Ja, schreibt uns gerne mal eure Erfahrungen zu dem Spiel, falls ihr es schon gespielt habt, in die Kommentare rein oder allgemein eure Meinung so, hey, was haltet ihr also allgemein von diesen Arena-Spielen? Ne? Weil ich war wirklich am Anfang so ein bisschen so, passt das tatsächlich? Aber jetzt muss ich sagen, ja, das funktioniert. Cool, ne? Ja, das funktioniert gut. Man muss sich nur an den Gedanken gewöhnen, dass es halt was komplett anderes ist und nicht wie man ja so typisch Strange Aeons oder Willen des Wahnsinns oder und Co. Ne? Sondern es ist tatsächlich so ein, ja, ich hau dir auf die Mütze und sammel Punkte. Also es ist schon was Kompetitives. Auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall nicht so fluffig, sondern tatsächlich sehr hart gegeneinander. Ja. Aber das Spiel bleibt jederzeit fair dabei und man hat nicht das Gefühl, was ich wichtig finde bei solchen Spielen, das ist wie bei War Machine oder sowas, dass der andere dieses, okay, ich mache jetzt meinen Spielzug. Das, 17 Karten auf dem Tisch, 1000 Sondersachen, die passieren. Hier ist es nicht so. Nein. Von daher, schöne Geschichte. Absolut. So, also abschließend kann man sagen, Altar of the Dead Gods. Meine Güte, was für ein Titel. Ja. Ein schönes, kleines Wargame, Tabletop, Brettspiel, Hybrid-System. Ja. Leider keine Figuren dabei. Das wäre wirklich, wirklich richtig gut gewesen. Wenn ich mir das wünschen dürfte, wäre es eine Starterbox. Ja. Tatsächlich für 2 Spieler. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich noch eine Wertung vergeben hier. Ja. Weil wir machen ja so einen Rundum-Produkttest. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 5 Tentakel. Wobei 5 Tentakel natürlich das Beste ist. Wie viele Tentakel bekommt das Spiel? Darf ich auch halbe Tentakel geben? Nein. Und dann würde ich fast schon sagen 4. Weil ich finde es gut. Weil es ist simpel. Man kommt super gut rein. Man hat eine sehr, sehr kurze Spielzeit, was ich sehr gut finde. Das heißt, man kann mehrere Spiele tatsächlich hintereinander machen. Das Regelbuch finde ich schön. Gelände kriegt Abzug, weil es ist okay, es funktioniert, aber es könnte noch schöner sein. Aber ich würde sagen, das sind 4 Tentakel. Okay, ich gebe dem Ganzen ebenfalls 4 Tentakel. Ich ziehe Punkte ab dafür, dass es keine Figuren gibt. Ja. Gut, das kann eine Designentscheidung sein, will ich also jetzt nicht zu kritisch sein. Ich finde das Gelände gar nicht schlecht, weil es immerhin besser ist als Pappmarker. Ja, das stimmt auch. Die zweidimensional bleiben und so eine Dreidimensionalität zumindest erstmal mehr oder weniger vorgaukelt. Oder gibt. Hätte man so ein großes Modell, könnte man vielleicht drüber gucken. Wer weiß es schon. Und letztlich obliegt es nur euch, wo die Regeln enden und wo die Fantasie anfängt. Von daher von uns solide 4 Tentakel auf einer nach oben offenen Tentakelskala. Ja. So, und jetzt probiert es gerne mal selber aus. Wir hauen euch mal einen Link in die Videobeschreibung, da könnt ihr das Ganze euch mal angucken und bestellen. Vielleicht kriegt ihr es sogar bei Radadel, bin ich mir aktuell nicht sicher. Der hat zwar Pewberg Wargames im Programm, aber ich weiß nicht, ob er das hat. Ansonsten findet ihr das natürlich direkt auf deren Internetseite. Porto kostenlos, Italien sind auch nicht die Welt, also gönnt euch ruhig mal. Genau, gönnt euch mal. Und dann sehen wir uns zu einem neuen Video. Schaut gerne mal beim Thomas vorbei. Was gibt es denn so als nächstes so in den Bei mir im Tableschmuck, Ja. die nächsten Tage werde ich tatsächlich, die nächsten Wochen tatsächlich, Ja. etwas davon zehren können, was ich auf der Taktik alles aufnehme. Da wird vielleicht das eine oder andere dazukommen. Und die Road to Leipzig läuft aktuell. Stimmt. Für die Red Lion Con mache ich eine Brettspiel, jetzt sage ich auch schon Brettspiel. Eine Präsentation von Valiant Fortitude, selbstverständlich in 6 mm. Und dafür müssen noch ein paar Figuren angemalt werden, die Platte muss noch gebaut werden und die ganzen haptischen Schmankerl müssen noch gemacht werden. Und meine Spielkarten, die Schicksalskarten, mein einzig großer Kritikpunkt an dem Spiel, sind gerade im Druck. Das heißt, die erste Testversion ist vielleicht nach der Taktika schon bei mir zu Hause. Lassen wir uns überraschen. Und das und viel mehr werdet ihr beim Tableschmuck sehen. Geil, und ich habe gehört, da wird sogar mit Modeling Compound von Geek Gaming gearbeitet. Ich werde das mal ausprobieren. Das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. So, ja, wir sagen jetzt Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss.